Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich Wildschweinknacker produzieren. Dazu benutze ich 50% Schweinebauch und 50% Wildschweinfleisch. Das schneide ich schon mal in Streife. So, und das muss alles schön kühl gehalten werden. Dass ihr hier seht, das ist jetzt Wildschwein, Gulasch. Da habe ich noch ein bisschen was abgezwackt noch für schönen Gulasch zu machen später. Der ist auch schon vorgefroren und geschnitten. Das Ganze tun wir dann mit dem Schweinebauch vermischen. Ich benutze jetzt 22 Gramm Nitrit Pückelsalz. Dazu kommt noch frischer Knoblauch. Wer die Gewürzmischung bei mir erwerben möchte, Pückelsalz ist auch dabei. Ansonsten stelle ich das alles ganz genau in die Infobox rein. So, was habe ich jetzt hier? Hier habe ich jetzt noch einen Rinderkranzdarm. Das ist die Größe 40-43. Für diese Wildschweinknacker benutze ich dann 26-28er. Das wird alles schön gereinigt. Die werden dann in lauwarmem Wasser eingeweicht mit 10% Salz dabei, bis wir dann alles aufgebaut haben und soweit sind die schön weich. Ich benutze jetzt erstmal diese Scheibe und dann diese kleinere Scheibe. Erst große Scheibe. Wenn wir das durchgelassen haben, nehmen wir noch die kleine Scheibe. Und das kommt jetzt hier mal in den Topf rein. Kommt unsere Gewürzmischung dran. Und wird dann vermengt. Knoblauch nicht vergessen, der kommt dann später dran. Das tun wir jetzt ein bisschen Untermenge. Dann tut sich das mal schon schön verteilen. Ja. So, und jetzt zum Schluss mache ich ein bisschen den Knoblauch dran, was wir da haben. Tun wir mal die erste Portion, die kommt mal schon hier rein. Und den Topf tun wir dann auch gleich benutzen, um das da reinzulassen. So, und das lassen wir jetzt mal hier durch. Nicht so rindrige wie ein Bulle, sondern da soll sich das von ganz allein holen und von ganz allein durchziehen. Dann wird das auch nicht gequetscht und nichts, wird nicht warm. Wenn ihr mal guckt, gebt da mal Fleischwolf ein, da kriegt ihr Informationen von meinem Fleischwolf noch. Super Teil für das Geld, 230 € sowas. Ganz klasse Teil. Diese Scheibe nochmal und lassen das nochmal durch. Das hat der Hintergrund, er bekommt da eine gewisse Bindung schon und braucht dann nachher auch nicht mehr zu viel zu Menge. Könnt ihr das auch mal von oben sehen. Läuft wunderbar durch. Dann ist es auch super vermengt. Das muss jetzt ganz gut gemengt werden. Ja. Weil das braucht eine Bindung. Wie ihr seht, das klebt schon. Das hat jetzt schon seine Bindung. Das kommt jetzt daher, Würze, Salz, das ist auch für die Bindung verantwortlich und halt das zweimal durchlasse. Ja. Jetzt wird auf dem zweiten noch was dazu und dann menge ich das runter. Sau kalt, eisig. Warum habe ich den Topf, den großen hier? Das kann sich jetzt von der Seite nicht wegdrücken und da kannst du super Menge. So, das formen wir dann zu Balle und werfen das hier rein. Baff. Das ist richtig, richtig gut die Bindung. Ein bisschen Nachdrücke ab und an. Seid ihr ganz sicher, dass da keine Luft mehr drin ist. Das ist jetzt ein 5 Liter Füller von Wertes, 120 € gekostet, klasse Teil, baugleich mit Begetal, obwohl der Begetal noch 10 € teurer war und der Begetal hatte keine Stahlkurbel und der hatte einen Stahlkurbel dabei gehabt, deswegen bin ich dann auf den gesprungen und halt wegen Preis auch. Und da braucht ihr euch jetzt auch gar nicht mehr zu beeilen, das ist so eiskalt, da passiert gar nichts mehr. Das sind hier jetzt die Gewürze und alles dran, da kann nichts mehr passieren. Wurstfilet zusammenbauen. So, da
haben wir dann diese Stahlkurbel dabei. Und das ist auch hier vorne übersetzt, eine leichte Übersetzung, eine schwere Übersetzung. Das dreht einmal schwer und einmal leicht. Allerdings habe ich immer gerne das, was leicht dreht, das lässt sich dann besser bearbeiten. So, und da waren diese Tülle dabei, so eine ganz große, kleinere, nochmal kleiner, eine ganz kleine. Wir wollen jetzt mal diese Salami, ich sage jetzt mal Salami-Tülle, da benutze ich jetzt diese Tülle. Drehen wir das erstmal vor, bis das Brät vorne rauskommt. Ich fahre dann immer so ganz leicht noch mal kurz drumherum, weil das ist ja auch immer ein bisschen fettig, weil das sich da auch besser drauf ziehen. Sollte man immer schön gerade drauf ziehen, dass es so gerade ist. Dann lässt sich dann zum Schluss auch besser füllen und rutscht auch besser runter. Da ist hier jetzt gleich am Anfang Luft drin. Und das wollen wir ja nicht bei der Salami. So, die ziehen wir jetzt richtig stramm durch. Ich muss sagen, läuft gut. Der ist ja stramm drauf gegangen. Das war auch gar nicht so schlecht, dass er jetzt stramm drauf gegangen ist. Allerdings werde ich jetzt so zwei so Würstchen machen. So. Vorsichtig sein, nicht dass es aufplatzt. Die ziehen wir jetzt noch durch hier. Die werden jetzt mal ein bisschen abgewaschen. Und da können sie mal schon hier in der Küche ein bisschen liegen. So, jetzt benutzen wir eine andere Tülle. Dann nehmen wir diese da. Bratwurst-Darmtülle. Fahrzeugumbau. So, Umbau erledigt. Dann kann man hier jetzt auch nochmal abstreifen. Viel dicker dürfen wir es nicht machen. Müssen sie auch nur abdrehen. Ja, dann ist nicht mehr viel übrig. Ja, das ist jetzt gerade aufgeplatzt, aber wir sind aber auch fertig. So, also diese, das sind jetzt Salamis, die bleiben bis zu 3 Tage hängen. Und die Mettwürstchen, wo ich gemacht habe, die hängen jetzt 1 Tag und das reicht auch. Die können jetzt raus ins Kühle. Ja, und später geht es dann weiter mit dem Räuchern. So, ich habe meinen Sparbrand angezündet. Das qualmt noch nicht richtig, aber kommt jetzt. Ein paar Wacholderbeere oben drüber gemacht. Die eine Schale. Dann haben wir hier unsere Wildschweinknacker, 24 Stück. Und hier unser Schinken. Der wird auch gleich mit geräuchert. Und dann hier die Salamis. Die dürfen allerdings jetzt noch 3 Wochen reifen. Die haben jetzt ein bisschen über eine Woche. Dürfen noch 3 Wochen reifen. Ja, also so sieht es aus. Und das wird alles mit Kaltrauch gemacht. Also 120 Grad, nicht höher wie 22 Grad. Ist das perfekt. So, moin. Ja, meine Knacker sind jetzt ganz frisch aus dem Rauch gekommen. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen größerer Darm genommen, weil ich einfach zu viel habe hier. Und das muss alles mal weg. Aber die sind trotzdem schön geschrumpft und doch noch schön dünn geworden. Und sind jetzt 7 Tage alt, riechen ganz klasse, können noch ein bisschen ausdunsten, dass man der Rauch nicht mehr so rausschmeckt. Ja, und hier habe ich jetzt dann noch meine Salamis. Die sind jetzt auch schon schön fest. Hier lasse ich immer so einen Knubbel noch dran, wenn da mal was schief geht. Das ist ganz fest, das kann man kaum zusammendrücken. Und da kann man dann auch immer ein bisschen was abschneiden und mal probieren, wie das schon schmeckt. Alles auch mit demselben Fleisch gemacht, nur halt als Salami. Also hier habe ich Mettwurst-Gewürz gemacht und hier Salami-Gewürz, aber dasselbe Fleisch halt. Ja. Knacker, schneiden wir mal die Knacker an.
Und mal gucken, wie die aussehen. Das sind jetzt Wildschweinknacker. Und ich würde sagen, die sind doch wieder klasse geworden. Also so sehen die Wildschweinknacker aus. Hier haben wir dann diese Salamis. Die dürfen natürlich jetzt noch reifen, die sind erst 7 Tage alt. Die dürfen dann noch bis 4-5 Wochen dürfen die reifen. So, das ist jetzt diese Salami im Rinderkranzdarm gereift. Die hat jetzt ungefähr 40 Tage. Die ist aber jetzt noch mal ungefähr 10 Tage älter. Und die ist auch richtig fest und hart geworden. Das ist jetzt unsere Salami. Wie gesagt, die eine, die war so lecker, die haben ich gleich weggeputzt. Unglaublich. Und diese da, könnt ihr sehen, hat jetzt nochmal 7 Tage. Ist was sehr fest geworden. Aber Hammer. Ich sag nur hammermäßig. Ist ganz, ganz klasse und vom Geschmack und vom Geruch unglaublich. Also ist echt gut geworden. Und dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.